Also ich habe der Community noch die Möglichkeit gegeben, dass sie Fragen stellen an Sie. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwierig, so eine Frage und eine kurze Antwort, aber wir schauen, was wir machen können. Und zwar die erste Frage ist MCAS, also Mastzellaktivierungssyndrom, ist das Ihrer Meinung nach oder Ihrer Erfahrung nach heilbar? Also ob eine Erkrankung heilbar ist oder nicht, das lässt sich immer aus meiner Perspektive gar nicht beantworten, weil diesen Heilungsprozess kann der Körper alleine nur machen. Und bei diesem Mastzellenaktivierungssyndrom ist es so, dass hinter dem natürlich auch eine Vielzahl von Belastungen liegen, die auf immunitäre Prozesse Einfluss nehmen. Und da gebe ich einfach nur mal 2 Stichpunkte. Das sind Fragen wie Entgiftungskapazität, toxischen Belastungen, parasitären Belastungen. Und Parasiten sprechen Sprache der Hormone, die haben Einfluss aufs Immungeschehen, die sprechen die Sprache der Neurotransmitter. Also so ein Syndrom, und da gehe ich ganz pragmatisch vor, muss genauso diagnostisch geklärt werden wie alles andere auch. Und dann ist der Körper in der Lage, einfach seine Überreaktion hier im Bereich der Mastzellen dann wirklich wieder langsam zu koordinieren. Vielen Dank. Dann die zweite Frage, die kommt von meiner Tante, und zwar wurde sie vor Jahren mit Hashimoto diagnostiziert und sie wurde mit chemischen und tierischen Hormonen behandelt. Und jetzt hat sie vor kurzem die Nachricht erhalten, dass von ihrer Schilddrüse wirklich kaum was noch zu sehen ist. Und sie ernährt sich jetzt gluten- und zuckerfrei und sie fragt sich selber, bringt das überhaupt etwas? Naja, das bringt schon immer was, weil sie weiß ja gar nicht, welchen Dingen sie aus dem Weg geht morgen, die vielleicht gar nichts mit dem Hashimoto zu tun haben. Aber gerade Gluten und Zucker tun schon genug für ein leises Entzündungsgeschehen. Aber so ist der Verlauf. Eine Autoimmunerkrankung braucht immer 3 Dinge. Das erste ist, sie braucht ein sogenanntes Leaky Gut Syndrom. Weiß Ihre Tante heute, ob sie noch ein Leaky Gut Syndrom hat oder nicht? B, es braucht die genetische Disposition. Man muss also jetzt individuell schauen, was ist bei Ihrer Tante anders als bei vielleicht Ihrer Mama oder Ihren Töchtern oder wie auch immer, bei jedem anderen. Und das dritte ist, es braucht eine Belastung im Körper. Ob die toxisch, parasitär, viral ist, Hashimoto, Epstein-Barr. Und wenn man das alles nicht tut, sondern nichts anderes hat als den Fakt, es ist ein Hashimoto, und man meint, dass der Körper die Entzündung gegen sich selbst richtet, was nicht wahr ist, weil es ist eine Verzweiflung über viele Jahre gewesen, dann geht die Schilddrüse natürlich permanent mit der eigenen Leistung zurück. Noch dazu, wenn der Plan ist, dieses Schilddrüsendefizit auszugleichen. Dann hat ja die Schilddrüse selber gar keine Notwendigkeit mehr, über sein intaktes Restgewebe, was es sicher noch gab, einfach aktiv zu werden. Jetzt würde ich an diesem Punkt natürlich schon sagen, es ist eine schwere untere Funktion passiert. Ich würde mir aber nicht anmaßen, es jetzt abzucanceln und sagen, da ist gar nichts mehr möglich. Dazu braucht es, glaube ich, auch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge, die dazu beigetragen haben. Mhm. Und wir haben hier in der Klinik natürlich, wir arbeiten 100% glutenfrei aufgrund der starken Entzündung, die wir als Silent Inflammation registrieren. Und das ist nicht einfach ein Stückchen Mode oder ein Stückchen Laune, sondern das muss ein Muss sein im Moment. Wenn man auf dem Wege ist, kann ich vielleicht auch noch für die Schilddrüse was rausholen morgen. Mhm. Aber wie geht es meinem Darm und so weiter? Und da wären noch ganz andere Dinge morgen für Sie, wenn sie schon ein Hashimoto hatte, sich entwickeln können, wenn sie an Gluten und Zucker festhält. Ja. Das hat nichts mit einer gesunden Ernährung zu tun. Okay, danke. Dann die dritte Frage von jemandem aus unserer Community. Und zwar, gibt es eine Essenskur, die rheumatische Entzündungen vorbeugt, wie zum Beispiel kein Schweinefleisch zu essen? Na, also Schweinefleisch, da gibt es eine schöne Broschüre, die habe ich früher als junge Ärztin immer im Wartezimmer gehabt, von Reckeweg.
Die heißt Schweinefleisch und Gesundheit. So, das heißt, das ist die oberste Priorität. Bitte kein Schweinefleisch. Ja, weil das viele Schweinefleisch natürlich so viel Inflammation auslöst, eins auch der minderwertigsten Fleischsorten überhaupt ist. Das widerspricht sich. Aber es gibt keine Ernährungsform, die für alle gilt. Man muss einfach nur wissen, welches sind die entzündungsauslösenden Ernährungstrigger. Wenn man gerade einen rheumatischen Formenkreis oder irgendwo einzuordnen ist, bei einem rheumatischen Leiden, da muss ich Ihnen sagen, da wird es sehr darauf ankommen, all diese Dinge massiv zu minimieren. Und das ist natürlich nicht nur im Moment das Fleisch, das sind auch die tierischen Eiweiße und das sind im Moment auch dann der Zucker. So. Und das Gluten? Naja, glutenfrei, das ist die oberste, achso, das war die andere Frage, Entschuldigung. Glutenfrei, dann der Zucker auf jeden Fall raus, die tierischen Eiweiße im Sinne von tierisch, also Fleisch, Milch, Wurst, Käse, Quark, Joghurt, Milch und Ei. Und das kann erstmal eine unheimliche Entlastung brauchen und wertvoll sein für den ersten Schritt. Vielen Dank.